Du planst gerade deinen nächsten Backpacking-Trip nach Laos oder generell nach Südostasien? Dann haben wir hier noch was für dich, was auf jeden Fall auf deiner Bucketlist landen sollte. Viel Spaß im Video! Aber worüber reden wir hier eigentlich? Es geht um den Thakek Loop im Süden von Laos. Unserer Meinung nach einer der schönsten Motorradloops in ganz Südostasien. Auch gut für Anfänger geeignet. Und in diesem Guide zeigen wir dir, wie viele Tage du einplanen sollst, wie du dein Motorrad ausleihst, was die coolsten Stopps sind, wie du die Unterkünfte organisierst. Alles, was du wissen musst. Aber bevor es losgeht, müssen wir erstmal nach Thakek kommen. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, von wo aus ihr nach Thakek anreisen könnt. Entweder aus der Hauptstadt Vientiane, die nordwestlich gelegen ist von Thakek, oder aus dem Süden aus Pakse. Wir sind aus Vientiane angereist und dort kann man sich einfach in den verschiedenen Unterkünften oder Agencies einen Bus buchen. Wir haben den VIP-Bus genommen, wobei das jetzt nicht sonderlich komfortabel ist, sondern einfach nur bedeutet, dass der Bus nicht so oft anhält, also dass er etwas schneller ist. Wir haben für den VIP-Bus 14 € pro Person bezahlt und ungefähr 7 Stunden gebraucht. Wenn ihr einen Local Bus nehmt, dann dauert es ein bisschen länger und ist wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Und die zweite Option ist eben aus dem Süden von Pakse anzureisen. Auch da könnt ihr euch einen Bus oder einen Minivan buchen. Das dauert tagsüber so ungefähr 10 Stunden mit dem Local Bus, weil der relativ oft anhält. Es gibt aber auch nachts einen Sleeping Bus, der fährt dann ungefähr 7 Stunden. In Thakek gibt es nicht sonderlich viele Unterkünfte, aber wir können eine auf jeden Fall weiterempfehlen, und zwar ist das Intira Hotel. Das kostet so zwischen 25 und 30 $ pro Nacht inklusive Frühstück, ist also für laotische Verhältnisse schon ein bisschen teurer, aber es hat auch guten Standard, sind saubere Zimmer, es gibt ein eigenes Restaurant, die haben ein Nachhaltigkeitskonzept hier und vor allem ist es auch sehr gut gelegen. Aber ihr solltet darauf achten, dass ihr das vorab bucht. Das geht allerdings nicht bei Booking.com, sondern nur bei Agoda. Aber gerade in der Hauptsaison ist es hier häufig voll, deswegen solltet ihr es vorab buchen. Dann kommen wir jetzt zu der allerwichtigsten Sache überhaupt, dem Motorradverleih. Und das solltet ihr relativ zügig erledigen, weil das Angebot hier ist begrenzt, also direkt nachdem ihr im Hotel eingecheckt habt, organisiert euch das Motorrad für den nächsten Tag oder für den Tag darauf, je nachdem wann ihr halt losfahrt, weil es gibt im Prinzip nur 4 Rental Stores. Wang Wang, Mad Monkey, Mixai und Pokémon Go. Und die bieten alle im Prinzip ähnliche, aber auch unterschiedliche Sachen an. Und ihr müsst halt einfach wählen, was für ein Bike euch am besten liegt für so einen Loop. Wir würden so ein Semi-Automatik-Bike weiterempfehlen. Also ein Roller mit 4 verschiedenen Gängen. Das ist natürlich praktisch, wenn man mal irgendwo die Berge hochfährt, dass man runterschalten kann. Aber man kann sich auch automatische Roller leihen. Das haben natürlich auch ganz viele Leute gemacht. Oder auch riesige Dirtbikes. Also das Angebot ist relativ groß und ihr müsst schauen, was am besten zu euch passt. Und das Ganze kostet so zwischen 100 und 120.000 Kip pro Tag. Also so zwischen 5 und 6 €. Und wir haben uns im Endeffekt dazu entschieden, ein Bike von Mixai zu nehmen. Das war ein bisschen teurer im Vergleich zu den anderen, also eher so 6 €. Aber die Semi-Automatik-Bikes waren da halt komplett neu in Schuss. Und sonst ist es wichtig, dass wenn ihr ein älteres Bike habt, was halt irgendwie schon ein paar Schrammen habt, dass ihr auf jeden Fall Fotos und Videos macht, dass ihr halt irgendwie nicht was angehängt bekommt und was kaputt gemacht habt oder so. Das gehört dazu, genau wie eine Testfahrt. Also auf jeden Fall erstmal das Bike vorher auf Herz und Nieren prüfen, also Bremsen checken, Reifendruck, Blinker, Lichter, alles was halt irgendwie dazugehört, eine kleine Probefahrt machen. Und dann eine Sache, die es hier leider nicht gibt, ist eine Gepäckverlängerung. Das hatten wir in Ha Giang gehabt, was natürlich sehr praktisch ist, wenn man zu zweit fährt, dass man hinten noch seinen Rucksack nochmal hinten drauf machen kann und festbinden kann. Das war hier nicht möglich. Ich habe wirklich überall gefragt, das ging einfach nicht. Und wir hatten jetzt so einen 30-40 Liter Rucksack dabei, was wir genau eingepackt haben, dazu kommen wir gleich. Und den musste ich dann halt die 4 Tage im Endeffekt so zwischen meine Beine nehmen. Das war jetzt nicht die perfekte Lösung, war aber im Endeffekt viel weniger schlimm als gedacht. Also das geht auch. Und eine Sache, die auch sehr wichtig ist und von vielen unterschätzt wird, ist ein guter Helm. Weil den trägt man ja die ganze Zeit und wenn man dann irgendwie einen Helm hat, der ständig nach hinten rutscht, wenn man irgendwie ein bisschen Wind ist, dann ist es extrem nervig. Also achtet darauf, dass ihr einen guten Helm habt, der gut sitzt, den ihr festzurren könnt, wo das Visier auch halbwegs sauber ist, weil das müsst ihr auch ab und zu mal runternehmen, wenn es windig ist. Von daher, ja, also eine gute Helmauswahl ist auch wichtig beim Motorradverleih. Falls euch das Video bisher gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, das tut euch nicht weh und hilft unserem Kanal. Und falls ihr mehr über das Thema Weltreise, solche Vlogs und so weiter sehen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal und jetzt geht's weiter im Video. Wir hatten zu zweit einen Handgepäcksrucksack von Osprey mit dabei, der 40 Liter umfasst, aber der war jetzt nicht ganz voll, also etwas kleineres hätte auch gereicht. Und weil wir eben zu zweit auf dem Bike gefahren sind, musste Horst den zwischen seine Beine nehmen. Aber falls ihr alleine fahrt, dann könnt ihr euer Gepäck natürlich auch hinten festmachen. Was ihr genau einpackt, hängt natürlich auch davon ab, wie lange ihr fahrt. Also wir waren jetzt 4 Tage unterwegs, das heißt, wir hatten Klamotten für 4 Tage mit dabei. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, egal wie heiß es ist, wenn ihr losfahrt, nehmt auf jeden Fall warme Klamotten mit. Denn durch den Fahrtwind auf dem Motorrad wird es wirklich kalt. Also ihr solltet am besten ein bisschen layern, vielleicht ein T-Shirt oder ein Tanktop anziehen, aber auf jeden Fall einen Pulli mitnehmen und auch eine Jacke. Denn es wird nicht nur während der Fahrt durch den Wind kalt, sondern auch abends. Also sobald die Sonne untergegangen ist, wird es wirklich kühl. Auf jeden Fall solltet ihr auch feste Schuhe anziehen und Socken mitnehmen und eine lange Hose einpacken. Ansonsten solltet ihr noch Badesachen mitnehmen, denn es gibt unterwegs ein paar Spots, wo man schwimmen gehen kann und dementsprechend vielleicht auch ein Handtuch einpacken. Das braucht ihr aber
nur dafür. Also in den Unterkünften gibt es Handtücher und auch Seife und Shampoo und so weiter. Also bei Kosmetik könnt ihr euch wirklich auf das Nötigste beschränken. Und ansonsten sind auf jeden Fall noch Mückenspray, Sonnencreme und eine Sonnenbrille hilfreich. Dann kommen wir jetzt zur Route. Das Ganze startet logischerweise hier in Tarkek gegen den Uhrzeigersinn und sind insgesamt so ungefähr, ja, ich weiß nicht, 450 Kilometer in etwa, wenn man den kompletten Loop fahren will, für den man mindestens 3 Tage braucht. Allerdings würden wir schon mindestens 4 Tage empfehlen, weil die Konglor Cave, eines der größten Highlights des ganzen Loops, liegt nämlich genau in der Mitte. Und dafür müsst ihr einen extra Tag einplanen, das heißt, damit ist man bei 4 Tagen. Solltet ihr noch weniger Zeit haben und nur beispielsweise 2 Tage Zeit haben wollt, aber trotzdem einen Teil fahren, dann könnt ihr nicht den kompletten Loop fahren, könnt aber beispielsweise von Tarkek nach Talang fahren und dann wieder zurück. Das ist so die kürzeste Variante. Auch das würden wir empfehlen, falls ihr es sich gar nicht einrichten lässt und ihr sagt, ihr habt nur 2 Tage, wollt es aber unbedingt machen. Aber wir haben es 4 Tage gemacht, das ist auch das, was wir weiterempfehlen würden und das sah im Detail wie folgt aus. Wie gesagt, sind wir den Loop in 4 Tagen gefahren und an unserem ersten Tag sind wir von Tarkek bis nach Talang gefahren, was ungefähr 110 Kilometer Strecke sind. Und der erste Teil der Strecke ist sehr flach und gerade, aber auch da sind die Landschaften schon richtig schön, weil man so super viele Karstfelsen sieht. Und auf diesem ersten Abschnitt gibt es auch gleich mehrere Höhlen, die man sich anschauen kann. Wir haben das nicht gemacht, weil wir uns auf die Konglor Cave gefreut haben, aber wenn ihr Höhlen richtig toll findet, dann könnt ihr auch da schon mehrere Stopps einlegen. Und dann bietet sich an, eine Mittagspause in dem kleinen Dorf Nakai zu machen. Das ist ungefähr auf halber Strecke und da können wir das einem Inn-Café weiterempfehlen. Da gibt es sehr gutes Essen und auch leckeren Kaffee. Danach geht es weiter. Dann haben wir noch einen Abstecher zum Songsa Wasserfall gemacht, den wir auf jeden Fall weiterempfehlen würden. Das war ein richtig cooles Highlight am ersten Tag. Da geht es dann von der geteerten Straße ein paar Kilometer so eine Schotterpiste runter. Die kann man aber trotzdem relativ gut fahren. Und der Wasserfall an sich ist nicht sonderlich spektakulär, aber die ganze Landschaft dort ist sehr schön. Man läuft über so eine kleine Hängebrücke und dann gibt es da so Felsen, da kann man ein bisschen rumklettern und eben auch schwimmen gehen, wenn man sich erfrischen möchte. Und danach geht es dann weiter bis nach Talang, wo ihr dann die erste Nacht verbringt. In Talang bietet es sich an, im Sabadi Guesthouse unterzukommen. Das ist eigentlich auch so die Unterkunft, wo die meisten Leute schlafen, die den Loop fahren. Und da zahlt ihr für so eine eigene Hütte mit eigenem Bad nur 6,50 € pro Nacht. Also ist wirklich sehr günstig und die ganze Anlage ist sehr schön. Es gibt ein eigenes Restaurant, da könnt ihr dann zu Abend essen, am nächsten Tag auch frühstücken. Abends wird noch ein Barbecue gemacht und ein Feuer angezündet. Also das ist auf jeden Fall sehr schön und gesellig dort. Am nächsten Tag geht es dann weiter von Talang nach Nahin. Das sind wieder so 110 Kilometer und es startet wieder in dieser beeindruckenden Berglandschaft um Talang, die halt für diese Flooded Forests bekannt sind. Also das sind so Bergseen mit Baumstümpfen drin, tiefblau, richtig eigenartig zu sehen. Haben wir vorher noch nie sowas in der Art und Weise gesehen, aber sehr spektakulär, da nur noch einfach durchzufahren. Und dann wird es dann auch wieder etwas flacher und ihr findet auf dem Weg so den ein oder anderen buddhistischen Tempel, wo ihr halten könnt. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, aber die seht ihr einfach vom Straßenrand. Einer davon befindet sich auch im nächstgelegenen größten Ort Lak Sao. Das würden wir auch weiterempfehlen, um dort eine Mittagspause einzulegen. Da findet ihr auf der großen Hauptstraße verschiedene Restaurants, wo ihr einen kleinen Snack zu euch nehmen könnt, irgendwie Fried Rice oder so. Und dann geht es dann weiter bis nach Nahin. Und auf dem Weg dorthin könnt ihr nochmal 2 Stopps einlegen. Einmal gibt es noch eine Cave und auch die Cool Pools. Die Cool Pools haben wir uns auch angeschaut. Das ist so ein kleiner See direkt vor den Karstfelsen. Ziemlich cool. Wir waren gegen Nachmittag da, deswegen war es schon ein bisschen kühler. Wir haben da nicht gebadet, aber wer irgendwie in der Mittagshitze da ist und sich abkühlen will, auf jeden Fall auch sehr nice. Und dann haben wir die folgenden 2 Nächte in Nahin verbracht. In Nahin haben wir in 2 verschiedenen Unterkünften übernachtet. Zuerst waren wir im Sanhak Guesthouse. Das waren auch schöne Zimmer, da haben wir allerdings 14 € bezahlt. Das war also ein bisschen teurer. Die hatten aber auch ein eigenes Restaurant, das heißt, man kann da Abendessen und auch frühstücken. Und danach haben wir noch eine Nacht im Farman View Guesthouse übernachtet. Das war etwas günstiger mit 8 € pro Nacht. Und die hatten auch schöne Zimmer, allerdings kein eigenes Restaurant. Wir würden aber trotzdem eher das Farman View empfehlen, weil es eigentlich vom Standard her genauso gut ist, man sich ein bisschen Geld spart und man ja dann auch einfach zum Essen in das andere rüberlaufen kann, was ungefähr nur so 5 Minuten entfernt ist. Dann kommen wir zu Tag 3. Das ist, was das Fahren angeht, der kürzeste. Und zwar sind das nur insgesamt ungefähr 90 Kilometer zum Konglor Cave und wieder zurück. Und das war eigentlich unserer Meinung nach der schönste Tag, weil der Weg zum Konglor Cave ist traumhaft schön. Also der ist eigentlich nur flach und nicht sonderlich spektakulär, was das Fahren angeht. Aber man fährt halt durch super kleine Local Villages, wo man wirklich das ja, sehr einfache Leben der Laoten hautnah sehen kann, wie die halt die Landwirtschaft da betreiben, die Viehzucht betreiben. Überall sind Kühe die ganze Zeit auf der Straße oder Hühner oder Ziegen, denen man ausweichen muss. Und man sieht ganz viele Kinder, die einem freundlich zuwinken und so weiter. Also das war wirklich eine der schönsten Sachen auf dem ganzen Loop, inmitten halt dieser Karstlandschaften, die noch drumherum sind. Also das war auf jeden Fall einer unserer Highlights gewesen. Aber man muss natürlich an dieser Stelle auch dazu sagen, auch wenn das für uns so ein bisschen romantisch schön war, ist natürlich sehr, sehr ja, arme Verhältnisse, in denen die Menschen dort leben. Aber sie sind trotzdem sehr freundlich und es hat uns ja sehr fasziniert, das einfach zu sehen. Aber bevor ihr zum Konglor Cave fahrt, solltet ihr auf jeden Fall noch einen Zwischenstopp machen, und zwar beim Spring River Resort. Dafür müsst ihr auch noch mal ein kleines Stück Schotterpiste fahren, so ungefähr 1,5 Kilometer. Aber ihr werdet auch belohnt dafür, denn das Spring River Resort ist wirklich wunderschön.
Man kann sich dort einfach hinsetzen in das Restaurant, das liegt direkt an einem Fluss, also man hat einen wunderschönen Ausblick, man kann dort gut essen und Kaffee trinken. Und was eigentlich das Coolste daran ist, man kann dort auch Kajaks ausleihen. Das Ganze ist nicht ganz günstig, wir haben 4 € pro Person für ein Kajak bezahlt, aber wir würden es auf jeden Fall trotzdem wieder machen, denn es ist total schön, man kann dann da in so eine Lagune reinfahren und es war sehr ruhig, wir waren die Einzigen auf dem Wasser, man sieht dann diese Wasserbüffel da grasen, also es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Von dem Resort sind es dann auch noch wenige Minuten bis zur Condor Cave, da müsst ihr dann erstmal einen kleinen Eintritt zahlen, das waren jetzt für 2 Personen und ein Motorbike, glaube ich, so 1,50 € und dann steht ihr halt vor dieser riesigen Cave, wo noch ein See davor ist, da könnt ihr dann auch wieder baden, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Panorama, auch mal ein paar Fotos zu machen und dann könnt ihr auch in die Cave reingehen und auch eine Tour in der Cave machen. Weil diese Cave ist so riesig, dass da ein eigener Fluss durchführt. Man kann dann einen Bootstrip machen, das kostet nochmal 110.000 Kip pro Person, also so ungefähr 6 €. Das haben wir nicht gemacht, weil es uns erstens ein bisschen teuer war und wir vorher schon das Kajak hatten und zweitens, weil wir halt schon einige Höhlen in Laos und Vietnam gesehen haben. Aber es soll auch eine sehr coole Erfahrung sein, sollte man vielleicht mal so 1-2 Stunden extra für einplanen und dann geht es einfach den kompletten Weg wieder zurück, also wieder durch diese traumhafte Idylle, durch diese kleinen Dörfer, noch gerade so ein bisschen zum Sunset. Also es war wirklich ein traumhaft schöner Ausflug, ein sehr, sehr schöner Tag und dann hatten wir die zweite Nacht in Nahin, bevor es dann zurück nach Tha Kek ging. An Tag 4 geht es also wieder zurück nach Tha Kek und das ist auch der längste Tag mit ungefähr 150 Kilometern Strecke und auch der unspektakulärste. Allerdings gibt es schon kurz nach Nahin einen sehr coolen Spot, an dem ihr auf jeden Fall anhalten solltet, und zwar ist es The Rock Viewpoint. Das ist noch eine relativ neue Attraktion hier in Laos und im Prinzip ist es ein riesiger Zipline- und Hängebrückenpark in dieser wirklich faszinierenden Landschaft. Und da gibt es verschiedene Angebote von 2 Stunden bis zum ganzen Tag Zipline fahren. Und falls ihr das machen wollt, dann solltet ihr entweder sehr früh da sein oder nochmal einen extra Tag dafür einplanen. Man kann übrigens auch dort vor Ort übernachten, das sieht auch ziemlich cool aus. Aber falls ihr nicht so viel Zeit habt, dann lohnt es sich auch einfach dort einen kleinen Stopp einzulegen. Es gibt dort ein Restaurant und ein Café und man kann eben auch diesen Viewpoint einfach so genießen. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, da über so verschiedene Plattformen lang zu laufen. Das kostet nur 50.000 Kip und sollte nicht so lange dauern. Wir haben The Rock Viewpoint nur als kleinen Zwischenstopp genutzt, weil wir noch eine relativ lange Strecke zurück nach Tha Kek hatten. Und der erste Teil ist eigentlich wieder relativ cool, durch die Berge, dann wird es wieder ein bisschen flacher, durch diese Dörfer, das war echt schön. Und der zweite Teil der Strecke führt halt nur noch auf der Hauptstraße nach Tha Kek zurück, auf der man auch fährt, wenn man den Bus von Vientiane nach Tha Kek nimmt. Und einige Leute haben uns davon abgeraten, weil die halt gesagt haben, die Straße ist zu voll und da fahren LKWs und Busse und so weiter. Aber unserer Meinung nach ist das schon in Ordnung. Also es macht jetzt keinen Spaß da zu fahren, aber vom Verkehr her geht's. Klar ist mal so der ein oder andere Pickup, der auch schnell vorbeifährt und so. Aber es geht unserer Meinung nach und es ist das kleinere Übel, als den kompletten Loop nochmal zurückfahren, die gleiche Strecke. Von daher einfach 2-3 Stunden auf dem Highway, in Anführungszeichen, einfach durchziehen, der aber auch an der einen oder anderen Stelle gerade neu ausgebaut wird und man komplett neu geteerte Straßen hat und ein bisschen Gas geben kann. Es macht jetzt nicht super viel Spaß da zu fahren, aber es ist einfach die schnellste Variante, um zurück nach Tha Kek zu kommen. Jetzt haben wir noch ein paar wichtige Infos für euch, allgemein zu dem Loop, die ihr auf jeden Fall beachten solltet. Also die meisten Unterkünfte unterwegs gibt es weder auf Booking noch auf Agoda, aber ihr könnt sie auf Google Maps finden und dann entweder über WhatsApp oder über Facebook anschreiben und so auch eure Zimmer vorab buchen. Was ihr nicht machen müsst, was wir aber gemacht haben und was wir auch schon weiterempfehlen würden, damit es eben nicht voll ist. Und zum anderen solltet ihr beachten, dass ihr auf jeden Fall so spätestens gegen 17 Uhr in eurer Unterkunft bzw. in dem Ort ankommen solltet. Denn die Sonne geht relativ früh unter und dann wird es dunkel und auch kalt. Dann nochmal kurze Infos zu ATMs, Tanken, Polizeikontrollen und so weiter. Also ATMs gibt es unterwegs in den kleineren Orten schon, aber darauf solltet ihr euch nicht verlassen und auf jeden Fall vorher genug Geld abheben. Wir haben jetzt im Durchschnitt 22 € pro Person pro Tag ausgegeben. Kalkuliert einfach mal ungefähr, plant noch einen Puffer ein und hebt hier in Tha Kek genug Geld ab, weil Kartenzahlung ist auf gar keinen Fall möglich in diesen kleinen Orten. Was Tanken angeht, es gibt unterwegs eigentlich relativ viele reguläre, richtige Tankstellen und auch so kleine Straßenverkäufer, die so Benzin aus Glasflaschen verkaufen. Wir würden empfehlen, wenn ihr so bei einem Viertel, Drittel Tank seid, einfach an der richtigen Tankstelle zu halten, weil es dort deutlich günstiger ist. Kostet 20.000 Kip, also so ungefähr 1 € pro Liter, wohingegen die Glasflaschen 35.000 Kip, also fast das Doppelte kosten. Was Polizeikontrollen angeht, das könnt ihr auf dem Loop nicht erwarten. Nur hier in Tha Kek selbst gibt es einen Kontrollpunkt, den könnt ihr aber in der Stadt einfach umfahren. Da fragt einfach mal beim Verleih nach, wie ihr das am besten macht. Und das ist auch notwendig, weil wenn ihr in Deutschland nicht explizit Motorradführerschein gemacht habt, dann wird auch A, was zum Motorradfahren berechtigt, in eurem internationalen Führerschein nicht angekreuzt sein. Das wissen auch die Polizisten und ihr müsst auf jeden Fall eine Strafe abdrücken. Wie das in der Praxis aussieht, wissen wir jetzt leider nicht. Aber beim Rollerverleih oder beim Motorradverleih wird jetzt nicht explizit nach dem internationalen Führerschein gefragt.
Das waren jetzt alle unsere Infos und Tipps rund um den Takek Loop und das Ganze haben wir wie immer auch nochmal in schriftlicher Form festgehalten auf unserem Blog www.betterbeyond.de. Also falls ihr nochmal etwas nachlesen wollt, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Und wem würden wir das Ganze jetzt hier weiterempfehlen? Also jedem, der so ein bisschen Off-the-Beaten-Path-Abenteuer sucht. Es machen zwar ein paar Touristen hier, aber die wenigsten von ohnehin nicht vielen in Laos kommen halt weiter in den Süden und auf dem Loop sieht man eigentlich kaum andere Leute, außer in den Unterkünften. Also es ist wirklich eine sehr authentische Erfahrung. Man sieht halt Sachen, die man halt sonst nicht sieht auf dem Motorrad, wenn man nur auf den Touristenpfaden bleibt. Und wir haben Laos wirklich vorher schon ins Herz geschlossen, aber diese 4 Tage haben wirklich dazu geführt, dass wir dieses Land wirklich lieben und ja, einer unserer coolsten Sachen bisher. Wir würden es jedem weiterempfehlen, der in Laos ist oder auch in Südostasien. Die Ecke sollte man auf gar keinen Fall skippen, weil viele skippen Takek auch. Das würden wir nicht empfehlen. Nehmt den Loop wirklich mit und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dann in Paxe Loop. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann, ciao, ciao.